Hallo zusammen. Mein heutiges Thema ist der Vergleich der Besteuerung von haftungsbeschränkten Kapitalgesellschaften und haftungsbeschränkten Personengesellschaften. Das bespreche ich heute mit Tetje und Sie werden über das Ergebnis sehr überrascht sein. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, vielen Dank wieder für die Einladung hier. Heute geht es ja um haftungsbeschränkte Gesellschaften. Welche gibt es da überhaupt? Ja, wir haben natürlich einmal die Kapitalgesellschaften, das ist natürlich die GmbH, aber auch Aktiengesellschaften oder Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt, das ist so eine Mini-GmbH. Und dann haben wir noch die Personengesellschaftsfraktion, da gibt es dann GmbH und Co. KG ist der Klassiker, könnte auch eine UG und Co. KG sein, geht natürlich auch. Und dann gibt es so Exoten wie AG und Co. KG, also wo die Komplementärin einer Aktiengesellschaft ist. Und wie sieht die Besteuerung dieser verschiedenen Kapital- bzw. Personengesellschaften aus? Ja, also bei Kapitalgesellschaften hast du immer eine zweistufige Besteuerung von bummelig 30% auf der Stufe innerhalb der Gesellschaft plus 25% Ausschüttungsbelastung. Und bei Personengesellschaften kannst du auf Antrag auch innerhalb der Gesellschaft 28,25% bekommen. Plus dann hättest du aber auch eine Art, ja, wenn du mehr entnimmst, also kommt so einer Gewinnausschüttung gleich, dann hast du da auch nochmal 25%. Also wir fassen mal zusammen, du hast 30% plus 25% bei Kapitalgesellschaften und bei Personengesellschaften 28,25% auf Antrag, das ist der Unterschied, plus 25%. Oder natürlich bei Personengesellschaften Höchststeuersatz, 42 und 45%, wenn du keinen Antrag stellst. Ne? Du hast gesagt, auf Antrag kann ich diese Steuerminderung kriegen. Welche Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen? Ja, du musst bilanzieren. Also kannst ein Einzelunternehmen sein, du kannst eine GbR sein, eine OHG sein, ist völlig egal, aber es muss bilanziert werden. Und in dem Rahmen wird dann also geguckt, was von den Gewinn hast du dir schon entnommen und den nicht entnommenen Teil. Da kannst du halt auf Antrag die Steuer auf 28,25% begrenzen. Sogar inklusive Gewerbesteuer. Das ist nicht Add-on, das ist also inklusive der Gewerbesteuer. Das heißt also, man kann sagen, in etwa ist die Besteuerung bei beiden Gesellschaftsformen oder bei beiden Gruppen von Gesellschaftsformen ähnlich. Ja, sehr ähnlich. Ne? Also das ist fast schon identisch, würde ich mal wirklich sagen. Es gibt nur einen Unterschied. Man hört immer, bei Kapitalgesellschaften wie bei GmbH kann man immer sein Gehalt absetzen, seine Miete. Also wenn man etwas an die GmbH vermietet, dann kann man das dort als Betriebsausgabe abziehen und spart Steuern darauf. Das ist aber ehrlich gesagt nicht wahr, denn du musst ja auf privater Ebene den Zufluss besteuern. Und wenn du, sag ich mal, dir ein Gehalt bezahlst von 200.000 oder 300.000 Euro und zahlst dann Lohnsteuer 42%, also das ist doch nicht wirklich ein Steuervorteil. Ne? Also wenn du rein die bereinigten Gewinne vor Gehalt und vor Miete oder ähnliche abzugsfähige Ausgaben dir mal anguckst, dann hast du 28,25% bei der Personengesellschaft, bei Ausschüttung 25% und bei Kapitalgesellschaften 30 und 25%. Also ist doch wirklich fast identisch. Würdest du die Wahl einer Gesellschaftsform von der Besteuerung abhängig machen? Auf gar keinen Fall, weil die Besteuerung ist ja nahezu identisch oder ich kann dafür sorgen, dass sie identisch sind. Das sind so Punkte wie Image, Bonität, Nachfolgemöglichkeiten, natürlich verdeckte Gewinnausschüttung, Umwandlungsfähigkeit. Also im Prinzip alles Parafiskalische ist entscheidend, nicht aber die Besteuerung selber. Und das sind dann also auch die Parameter, die du deinen Klienten rätst, wenn sie zu dir kommen und dich um Rat fragen, welche Gesellschaftsform sie für sich wählen sollten. Genau, und es ist halt, dass wir uns die Situation angucken, analysieren und dann Zielvorschläge unterbreiten. Und in den Zielvorschlägen sind hauptsächlich die parafiskalischen Parameter, die Gründe für die Wahl, die wir ja dann auch noch mal mit den Mandanten kritisch erörtern. Aber es ist meistens nicht die Besteuerung, weil die läuft ja aufs Gleiche hinaus, auch wenn man nichts täte. Also müssen wir schon ein bisschen mehr darüber hinaus gucken, an welchem Fall unterscheidet sich das. Das sind dann also für dich die deutlich ausschlaggebenderen Kriterien.
ungewöhnlich, das von einem Steuerberater zu hören, dass der eigentlich nur es zwei verschiedene Steuersätze unterm Strich gibt, die vielleicht noch das Zünglein an der Waage darstellen. Also kann man sagen, die Wahl der richtigen Gesellschaftsform hängt nicht, und das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, sagt ein Steuerberater, hängt nicht von den fiskalischen Begebenheiten ab. Genau, also wenn du auf einfache Gesellschaftsebene guckst, auf eine einzige Gesellschaft gibt es ja nur Kapital- oder Personengesellschaften. Ne? Natürlich hast du, weiß ich, wie viele Kapitalgesellschaftsrechtsformen und weiß ich, wie viele Personengesellschaftsrechtsformen. Aber am Ende von der Besteuerung her kein Unterschied oder fast kein Unterschied. Nein, also wenn du dann wirklich in die Gestaltung gehst, dann gehen wir immer, wir brauchen mindestens 2 Gesellschaften. Meistens ist das auch ein Zusammenspiel aus Kapitalgesellschaft und Personengesellschaften. Wir nennen das immer effiziente Gesellschaftsstruktur, weil wir natürlich die ganzen parafiskalischen Punkte mit abfrühstücken und aus dem System heraus Zusammentreffen von Personen- und Kapitalgesellschaft, da können wir auf einmal die Steuersätze drastisch reduzieren. Also unter 18%, 15%, wir haben auch manchmal 1,5% oder für bestimmte Situationen 0%. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive wir gucken, wofür wir was brauchen. Aber das ist das, wie du zu einem Steuervorteil kommst. Wenn du einspurig guckst, nur auf die Gesellschaften, gibt es, wie gesagt, nur 30 plus 25, 28,25 plus 25, Ende. Mehr nicht. Aber in der Zweistufigkeit, da sieht das dann schon anders aus. Wer also die beste Gesellschaftsform für sich herausfinden möchte, ist bei dir mit 28 Jahren Expertise am besten aufgehoben. Ja, vielen Dank, Tietje. Also das ist total richtig. Bei uns gibt es tatsächlich viele Modelle, wo wir 20 bis 30% Steuerreduzierung schaffen für einen langen Zeitraum in der Zukunft. Am Ende ist es trotzdem natürlich die Frage Nutzen und Preis. Den Nutzen kriegen wir natürlich nur, wenn Sie Gewinne 500.000 € und mehr haben, weil dadurch bekomme ich die entsprechende Steuersparnis. Und auf der anderen Seite Preis, ja, ist natürlich abhängig davon, was wir für Sie tun. Aber wenn wir so an die 20-30% nachhaltige Steuerreduzierung gehen, können Sie sich schon vorstellen, da muss etwas Komplexeres gemacht werden von der Ausgestaltung. Es soll ja auch nachhaltig und sicher sein. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.